Jetzt läuft. So, haben wir die technischen Fehler behoben, Ja, Pepe. behoben, bin da, Alter. Reiß auf. Meinst diesmal fehlt nicht die Hälfte? Nein, und diesmal regnet es auch nicht. Ja, genau. Deswegen, come to Spain, they said, oder? Ja, genau. Hä? Also das beste Wetter haben wir auf jeden Fall nicht, Leute. Wir befinden uns nämlich in Monte Blanco, beziehungsweise hier auf der Rennstrecke Monte Blanco. Und das sind unsere Spielzeuge für heute, beziehungsweise das ist unser Spielzeug für heute. Hier einmal der neue Audi RS3 Performance und hier haben wir den neuen Audi R8 GT. Limitiert auf nur 333 Stück weltweit. Und ja, wir haben hier den schönen 10-Zylinder Saugermotor. Und ich hoffe es zwar nicht, aber es sieht so aus, Leute, als wäre das hier der letzte R8. Der letzte R8 mit dem reinen 10-Zylinder Saugermotor. Und dementsprechend hat Audi hier jetzt den neuen Audi R8 GT aufgelegt. Eckdaten beim R8 GT: 620 PS, 565 Newtonmeter, Gewicht 1570 Kilo. Das sind leider nur 20 Kilo weniger als der normale R8. Das ist schon ein bisschen wenig. Da hauen wir einfach einen Träger Bier rein und schon sind wir wieder beim normalen Gewicht vom R8. Aber dafür sieht er deutlich schärfer aus und er soll sich auch anscheinend deutlich besser fahren. Von der Front her, wenn wir uns das Ganze anschauen, deutlich aggressiver hier mit den ganzen Carbon-Flaps, Carbon-Spoiler hier vorne. An der Seite haben wir die Schmiederäder und ich glaube, das macht auch das meiste Gewicht beim R8 GT aus. Wie gesagt, die 20 Kilo leichter mit den Schmiederädern, da sparst du schon gut Gewicht. Sieht natürlich auch geil aus, so richtig Motorsport typisch hier, Audi Sport. Dann in Verbindung mit den Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen, Keramikbremse ist auch standardmäßig dabei. Dann hier auch schön an der Seite entlang in Carbon Spiegel das Ganze. Wenn wir jetzt nach hinten gehen, da kommen wir für mich zum geilsten Part und zwar hier der Heckspoiler im artmäßigen Schwanenhalsförmig das Ganze gemacht. Schön in Carbon, finde ich, sieht sehr geil aus. Und es sieht nicht nur geil aus, sondern es hat auch beim R8 GT seine Funktionalität, denn hier wurde viel im Windkanal getestet. Dementsprechend auch hier dieser Heckspoiler in dem Schwanenhalsförmigen. Und dann, wenn wir uns auch hier das Heck anschauen, auch sehr cool gemacht. R8 GT schön in schwarz gehalten, genauso wie die Audi-Ringe, Diffusor schön in Carbon, die Endrohre schön in dem Schwarz glänzend. Und was auch geil ist, wir können mal die Motorhaube kurz aufmachen, denn das ist auch ein Highlight beim R8 GT. Hier bei dem Modell haben wir es jetzt halt nicht, und zwar ist hier die Ansaugbrücke normalerweise in schön glänzend schwarz. Ich weiß jetzt nicht, ob das optional normalerweise ist, hier beim 5,2 Liter V10 Saugermotor. Auf jeden Fall hier auch schön alles in Carbon gehalten. Also das sieht schon echt cool aus, und was sich natürlich auch getan hat: Doppelkupplungsgetriebe wurde komplett neu entwickelt, deutlich schärfer von der Übersetzung her, nochmal ein gutes Stück schneller in jedem Gang, heißt es von Audi. Bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir damit auf der Strecke fahren. Und was auch ganz neu ist, ist das sogenannte Torque Rear, was wir hier vom RS3 schon kennen. Bedeutet hier 7 Stufen einstellbar. Also Pepe, das könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, oder? Mit den verschiedenen Stufen, wie quer wir da dann wirklich fahren können. Was gibt es sonst noch zum R8 GT außen zu sagen? Ich glaube eigentlich nichts mehr, oder? Ich finde die Front brutal. Ich finde das Auto optisch sehr gelungen, muss ich Ja, ehrlich also sagen. Kann man mit dem normalen R8 nicht vergleichen. Also das muss man wirklich sagen, hier beim GT hat sich schon richtig was getan. Also wie viel aggressiver der da steht, allein nur mit dem Frontspoiler und hier mit den Flaps an der Seite. Aber ich würde jetzt sagen, wir schauen uns jetzt mal kurz den Innenraum an. Vielleicht fällt mir mit der Zeit noch irgendwas ein, was man außen dazu sagen kann. Aber ich meine, am wichtigsten ist ja dann eh gleich, wenn wir hier fahren. So, wenn wir uns jetzt hier den R8 GT, den Innenraum anschauen, was schon echt cool gemacht ist hier Einstiegsleiste, wie das schön in Carbon gehalten ist, und es geht hier weiter mit dem Schwarz auf Rot übergreifend, sei es jetzt hier an den Türen mit den roten Nähten in Carbon, und auch die Sitze. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die optional sogar als Carbon-Sitze gibt, aber was cool gemacht ist, ist hier R8 GT das Logo, komplettes Alcantara-Lenkrad, hier auch cool, schön R8 GT sehen wir hier drauf, Mittelkonsole Carbon, das kennen wir alles. Das ist alles gleich geblieben. RWD sehen wir hier, ist auch ganz wichtig, denn R8 GT, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, gibt es rein nur mit Heckantrieb. Ja? Das heißt 0 auf 100, 3,4 Sekunden. Klar, Quattro ist schneller, aber ich meine, hier geht es um den ultimativen Fahrspaß, dementsprechend hier auf der Rennstrecke. Und was ich aber besonders cool finde, und ich finde, das haben kaum Hersteller mehr, und zwar hier
Limitiert auf 333 Stück und hier steht auch richtig die Chassisnummer. Nummer 64 von und nicht Nummer 1 von so und so viel. Da ist hier richtig die Chassisnummer eingraviert. Und Beppe, ich würde sagen, wir steigen jetzt ein und jetzt reißen wir auf, oder? Ja, ja. Schauen wir mal, machen wir noch Soundtest, gehst mal nach hinten. Geh mal hinten. Okay Leute, dann sitzen wir hier im R8 GT und wie ihr sehen könnt, die Strecke ist noch etwas nass. Dementsprechend fahren wir jetzt nicht hier schnelle Runden, sondern wir haben ja RWD am Start, bedeutet, wir fahren hier ein bisschen quer. Torque Rear können wir uns hier einstellen, ESP ist schon komplett aus, ja, 7 Stufen verstellbar. Komm, ich würde sagen, wir machen erstmal, weil wir ja Torque Rear ja hier am Start haben, wir wollen das natürlich erstmal testen. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ist das geil! 5,2 Liter V10 Saugermotor. Oh, Madonna. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Ihr seht, es ist noch leicht nass. Oida. Ja, das ist jetzt was ganz anderes. Wir sind davor ein paar Runden im RS3 Performance gefahren und zum Aufwärmen. Jawohl, drauf, umziehen. Nicht so ging. Jawohl, Alter! Jawohl! Jawohl, Mann, Alter! So mag ich das! Logisch! So ist er da, Mann! Und jetzt hier im R8 GT, oh, das war schon zickig. Ja. Alter Schwede. Alter Mo. Aber ich sag dir eins, direkt nach den ersten Metern, du merkst, das Ding geht definitiv besser als der R8 Performance. Also das merkst du hier schon bei den... Boah, schiebt war echt gut vorwärts. Ja. Ganz ehrlich, krass. Aber hier aus dem dritten raus. Keramikbremse. Greift ordentlich. Wie eine Sau, ja. Aber klar, Michelin Pilot Sport Cup 2, ihr seht, es ist halt einfach noch nass. Alter, geil. Geil, Mann. Ja. Wenn's bremst und das Auto fängt das rutschen Ja. an. Beste Gefühl. Alter. Ja, da ist ja der Träg los, Alter. Da ist was los, Leute. Da ist was los. Er hat halt echt einen guten Vorteil, weil er hat halt einen Quattro. Ja. Ja? Der Unterschied ist schon brutal. Aber ich sag dir eins, also hier komplett aus, da scheißt du dich, glaube ich, schon ein bisschen ein. Ja. Das sage ich dir so, wie es ist. Wie fährst du jetzt gerade? Ich fahre jetzt gerade auf Stufe 5 oder 6 Alter. und der kommt trotzdem so quer. Aber ist jetzt das ein Allrad oder nicht? Nein, RWD, rein RWD. Okay. Ja, Rein RWD. So, dann würde ich sagen, reiß mal auf jetzt, oder? ja, gib Gas mit dir da hinten. Alter, Vierter! Dann kannst du wieder runterschalten. Bisschen Begrenzer, knapp 9000 Touren. Es ist einfach der schöne 10-Zylinder. Oh, einfach ein Genuss. Einfach ein Genuss. Das Ding schiebt durch und du Ja, merkst ist auch auf jeden Fall, die Gangwechsel sind auch ein gutes Stück schneller. Boah, Alter! Bist du bescheuert? Boah! Es ist brutal rutschig noch, Leute! Und meine Kamera haut es auch schon wieder überall hin, sag ich dir. Super. Beppe, scheißt du dich eigentlich an? Na, warum? Okay, weil du so ruhig bist. Nein, Erzähl gar doch den nicht. Leuten ein bisschen was. Was soll ich denn verzeihen, Alter? Wir hauen auf jeden Fall das Essen von gestern auf Nacht umeinander wie deppert, Alter. Jawohl, Alter. Ja, da haben wir R8 GT3 am Start. Ja, der hat auch ein wenig einen Struggle mit den Reifen, Alter. Alter. Das ist brutal.
Alter, ich drücke hier überall in den Tasten rum, sag ich dir. Ja, wollen wir. Alter, jetzt hast du da sauber eine Schwarze hingerissen. Hast du das gesehen? Das Ding schiebt durch. Brutal. Alter, wenn du aufschaltest, ist das vielleicht was Geiles, Alter. Hey. Jawohl, 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 Mann. Alter. Jawohl, 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 jawohl. Ah. Oh, der dreht immer noch durch. Ja, Bis in den 4. hoch. ja. Ganz massiv, Alter. Da ist so schmierig. Brutal, hier ist Jawohl. extrem schwierig. Ja. Ja. Ja Leute, jetzt fahren wir noch mal eine Runde. Ihr seht, also ich meine, das Ding ist ultra schnell. Und wenn es jetzt trocken wäre, dann könnten wir auch richtig schön spitz in die Kurven reingehen. Ja. Weil ihr seht einfach, das Querfahren, das macht so Laune. Ja. Das macht so Laune, dass hier der R8 GT extrem schnell ist, gar keine Frage. Aber ich meine, wenn es jetzt schon nass ist, ja, ist halt einfach geil. 10-Zylinder-Sauger und mit dem Ding querfahren, dieser Sound da hinten, ne? Einfach brutal. Also eine Runde haben wir noch mal. So, letzte Runde. Bismarckstadt, Alter. Schnelle Abfahrt. Jawohl. Dritte Welle. Ja, dritte Welle, Rolf. Jawohl, 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 jawohl. Geil. Schaltet er automatisch leider wieder hoch. Wir können den Gang nicht halten, Leute. Ja. Komm, bleib stehen. Da will er nicht. Aber wir sind Jawohl. noch da, wir sind noch da, wir sind noch da, wir Jawohl. sind noch da. Jawohl. Wir sind schon noch da. Das hat dazugehört. Ja. Boah, Alter. Alter, ist das Ding unruhig da. Leck mich am Arsch. Ich glaube, wir fahren auf einen guten Reifendruck mittlerweile, Ja, beziehungsweise das war- Reifentemperatur. Ja. Jawohl, 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 jawohl. Alter, das war so brutal, Mann. Alter, da haut's mir wieder alles hier rum, die Kamera schon wieder. So, bin schon wieder da. Hier können wir schön flat durchnehmen. Flat out, Alter. Alter, Alter. So, sind wir da? Einmal da, Mann. Sind Er ist wir auch da? mit der da hinten, Alter. Aus dem dritten schön Jawohl. immer noch. Sehr Uah, schön, Alter, leck das- mir am Arsch. Der leckt mir in das Hirtel, Alter. Bis Fast das Viertel durch. Ja. Alter, Vater, Mann. Alter, ist das rutschig hier. Das ist brutal, wie es da schmieren ist. Schau mal, da ist er immer noch. Da hat er immer noch nicht kompletten Grip. Ja. Das ist brutal. So, vorletzte Kurve. Ja. Boah, bis zum Anschlag. Leck mich am Das Arsch. war brutal. Hey. So, und das ist die letzte Kurve. Jawohl, jawohl, Alter, ist da glatt. Alter, 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 Boah. Alter. Alter, 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 Alter. So Leute, dann sitzen wir jetzt wieder hier im R8 GT. Wie ihr sehen könnt, es ist deutlich besseres Wetter, die Strecke hat abgetrocknet. Dementsprechend jetzt können wir ein bisschen mehr aufreißen und nicht nur quer fahren. Dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, dass wir nicht in Dynamikmodus gehen und das ESP komplett ausmachen, sondern wir gehen in den Performance-Modus. Und da können wir uns jetzt halt hier schön Torque Rear einstellen. 7-fach verstellbar. Minimum ist, wo er am meisten mitregelt und Maximum ist, wo er wirklich am wenigsten mitregelt. Ich würde jetzt einfach sagen, wir belassen es jetzt mal bei der Hälfte. Und ja, Beppi, bist du bereit? Ich bin da. Ich bin da. Dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, Da geht. dann Reiß auf die Hütten, den Sauger. reiß mal auf. Oh, ist das geil. Alter, das ist knapp 9000 Touren. Da sehe ich mich schon eher im Schnellfahren. Ja. Also noch so schön querfahren ist, Leute, aber einfach schnell um eine Rennstrecke rumzufahren, ist halt einfach geiler. Und die Strecke gibt es aber mal richtig her. Hier kannst du schön quer rumreißen.
Ja, seht ihr? Da regelt er nämlich schön mit. Oh! Was hat er? Ja, nix. Ein Kanickel. Hast du ihn gesehen? Die Strecke geht echt gut, du, Ja. muss man sagen. Keramikbremse greift auch gut. Aber hinten finde ich wieder leicht schwammig. Ja, leicht, aber da merkst du, das ist, wenn du das mit dem normalen R8 vergleichst, ja, ist das schon deutlich besser. Das ist ein normaler R8 deutlich schwammiger. Vor allem auch hier schön dieses Umsetzen, er kann schön den zweiten Gang halten und dann schön raustreiben lassen. Die würde ich gerne hier voll mitnehmen, sage ich dir. Oh. Es ist gut hier. Gut. Bremse ist echt gut. So, das war eine Runde. Ja. Es sieht doch mal ganz solide aus. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir einen Torque Rear. Steigen wir jetzt schon ein bisschen weiter. Ein wenig mehr rein. Maximum, Ja, oder? Maximum. Ja, da her die hinten. Ja, okay. Geht schon ein wenig weiter. Ja, das drehen wir schon noch weiter. Ja, da ja so. Die können wir eigentlich direkt gleich voll aufdrehen, oder? Ja, da ja so. Würde ich sagen, reißen wir vom ersten raus, oder? Ja. Also, jalla, auf geht's. Klang ist halt einfach unmenschlich. Und was du auch wirklich merkst, Schaltvorgänge deutlich besser, deutlich schneller nochmal, finde ich. Schön ein bisschen Begrenzer. Ja, was ist jetzt da los? Was ist da los? Ja, was ist da los? Was ist da los da? Was tut er denn? Pepe, was bist denn so still? Was sagst du denn gar nichts mehr? Was soll ich sagen? Ja, keine Ahnung, ein bisschen was erzählen von der Strecke, vom Wetter. Ja, das Wetter ist super. Das Wetter ist super, Strecke ist gut. Kannst du Aber richtig ich sag dir, durchreißen. hier mit Slicks kannst du aber Vollgas durch. Ja, kannst du richtig Problem ist nur, aufreißen. dass mir schon wieder die ganze Kamera verzieht. Ja. Das ist das Problem. Die könntest du mir in der Zwischenzeit einfach mal festhalten. Wie soll ehrlich denn das gesagt. gehen? Wie soll denn das gehen? Schau, da kannst du nämlich richtig schön reinbremsen. Ne? Richtig einbremsen, ja genau. Und dann raucht's aber richtig auf da hinten. Da. Richtig, Alter, hey. Alter, ist das Hirtel geflogen. Alter, Der ist Vater. überhaupt nicht geflogen. Ne? Nicht? Alter, da will ich umsetzen, sag ich dir. Alter. Aber du Alter, merkst, er regelt was immer tut er noch. denn? Er regelt immer noch ein bisschen schön mit. Das ist echt ganz gut. Für das, was wir schon komplett auf Maximum haben. Ich druck hier schon wieder an den Tasten rum, da. Das ist brutal, Alter. Ja. Der Belag ist aber deutlich besser als bei dir. Ja, hier merkst du halt, Da hat er gar keine Traktion. da hat er gar keine Traktion. Ja. Also im Vergleich zum Schwarzen. Aber du musst ganz ehrlich sagen, es ist jetzt komplett, wir haben ihn jetzt komplett auf Maximum, ja. Musst du eigentlich gar nicht lassen. Also so, wenn du ihn in der Mitte hast, da kannst du richtig schön spielen, da kommt er auch schon gut quer. Hier lässt er halt schon wirklich, ja, Maximum, also komplett zu, aber so immer noch nicht zu 100%, so zu 90%, er regelt dich immer noch ein bisschen ein. Muss sagen, wenn du jetzt halt schon schnelle Runden mit Spaß haben willst, dann wäre halt in der Hälfte, wäre halt wirklich ideal das Ganze. So, das waren die Runden hier im R8 GT. Eine relativ zügige und jetzt hat eine mit ein bisschen mehr Querfahren, aber wenn es jetzt ums Querfahren geht, da gehen wir jetzt woanders hin. Wirklich, reißen wir auf, oder wie? Bist du bereit? Also, Wie da? auf geht's. Auf geht's. So Leute, jetzt reißen wir hier auf im R8 GT. Bedeutet, wir gehen jetzt hier in Drive Select und dann gehen wir hier auch nicht in den Dynamik-Modus, sondern wir drücken direkt hier die Race-Taste. Bedeutet, wir sind jetzt im Performance-Modus und jetzt gehen wir hier rüber in Torque Rear. Und jetzt können wir uns das Ganze 7-fach einstellen. Ich würde sagen, wir gehen direkt gleich auf Maximum. Bedeutet, da lässt er am wenigsten zu. Manuell sind wir, also sollte alles passen. Der Baby steht schon da vorne. Und dann reißen wir jetzt mal auf mit 620 PS. So, dann reißen wir auf. Wir gehen direkt gleich in den zweiten Gang. Und wir sehen auch hier, jetzt regelt er schön. Jetzt regelt er immer noch schön mit, obwohl wir auch hier in Maximum sind. Ja? Also das ist wirklich wunderbar. Hier schön rumreißen. Und wir sehen, er nimmt dir da ein bisschen so das Gas weg. Ganz tiefenentspannt. Also wirklich
wirklich easy. Wirklich schön easy und da kannst du dich eben hier schön rantasten. Aber jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt trotzdem mal nochmal in Drive Select, weil da können wir nämlich das Ganze komplett ausmachen. Und jetzt schauen wir mal, was das für ein Unterschied jetzt gleich sein wird. So, wir sind komplett aus. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt geht. Und da sehen wir, da lässt er halt natürlich jetzt komplett zu. Ich würde sagen, das war ein bisschen zu viel. Es war ein bisschen zu viel. Jetzt wollte ich am Ende noch mal richtig aufrauchen. Ist noch genügend Profil dran, dann kannst du noch mal aufreißen. Pepe ist immer Profil. Ja komm, dann fährst du jetzt. Also lass mal jetzt mal am Pepe fahren, würde ich sagen. Alter, da staubt's, Alter. Wo fährst denn du hin? Ja, Alter, im Kreis. Wo fahrt er denn hier? Im Kreisfahrer, verstehst? Alter. Geht schon. Leck mich. Geht schon. Alles gar kein Stress nicht. Ja, ein bisschen zusammenstauen. Alter, das ist so geil, Mann. Das ist so brutal. Alter. Ja, es Oh, geht leck schon. mich am Arsch, war der eng. Junge, der war aber jetzt richtig eng, du. War gut, gell? Der war hundseng. Dritter Gang, Alter, das muss ja rauchen. Alter, Das schaut sich gut an, da merkst du, das ist R8. das ist richtig geil, Mann. Ohne Scheiß. Wenn der Reifen Sag ich. einmal überkocht ist, wenn der warm ist, Und ist dann- das brutal. Echt. Also man sieht, Leute, diesen Unterschied. Wir sind jetzt in Dynamik gefahren, so wie ich auch am Anfang kurz gemacht habe. Aber dieses Rear Torque ist halt wirklich perfekt, auch wenn du in Maximum bist, Stimmt, ja. wie du dich halt schön rantasten kannst, ja, mit den 7 Stufen. Und wenn du dann wirklich willst, dass du es komplett aus hast, dann gehst du wieder zurück in Dynamik und machst es komplett aus. Aber normalerweise eigentlich, wenn du in Rear Torque fährst, ist es eigentlich perfekt, ja, wo du dich richtig rantasten kannst. Siehst du ja, der lässt ja auch schon eigentlich zu 95% zu. Ja, was ich auch noch sagen muss, weil beim Torque Rear kennt man das direkt, dass selbst wenn du Vollgas gibst und du von mir aus im dritten Gang bist, dass der einfach trotzdem einfach so wegregelt, wenn du jetzt da ohne Traktionskontrolle fährst, dann kannst du den vierten raufschalten, also der regelt das brutal schön weg. Also es ist echt mega Ja, geil. also das hat Audi hier wirklich Brutal. sehr, sehr geil gelöst mit diesem Rear Torque. Ja. Das hätten sie eigentlich schon viel früher machen können. Das ist richtig. Ja. Weil daran merkst du jetzt mal wirklich, was so ein R8 Potenzial eigentlich hast. Voll. Wie das Ding auf der Rennstrecke zum Fahren ist, Ja. was du für einen Fahrspaß hast. Der R8 hier, der R8 GT ist nicht dafür gemacht, dass du jetzt halt irgendwelche Rundenrekorde fährst, sondern dass du einfach eine Menge Fahrspaß hast, hier mit dem 10-Zylinder da hinten drinnen. Und ich meine, ganz ehrlich, Leute, sowas wird es nicht mehr geben. Das ist die letzte limitierte Auflage hier auf dem R8 und wer weiß, ob jemals wieder ein 10-Zylinder bei Audi kommen wird. Und deswegen finde ich das wirklich geil, dass die hier nochmal gesagt haben, okay, wir legen hier 333 Stück auf und nicht einfach nur eine limitierte Version, sondern auch wirklich, dass sie sich Gedanken gemacht haben, was können wir hier nochmal aus dem R8 beim 5,2 Liter V10 Saugermotor rausholen. Und von daher, ja, Audi, mega geile Arbeit. Mega Pepe, geil. bist du auch zufrieden gewesen, Alter. oder? Bist ja perfekt gebrandet, ne? Hast dir den richtigen Pulli Den habe angezogen. ich extra ausgesucht. Finde ich wirklich super. Auf jeden Fall. Und von daher würde ich sagen, Leute, wir sind raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.